Alter Schwede. Der Weg nach Zentralasien. Was für ein Chaos. Um nach Zentralasien zu kommen, ohne dabei zu fliegen, sei es zu Fuß, sei es mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, ist völlig egal, gibt es diese eine gute Möglichkeit. Und das ist von Aserbaidschan nach Kasachstan mit der Fähre. Das Problem ist aber, dass Aserbaidschan zurzeit die Ländergrenzen geschlossen hat und deswegen war das für uns keine Möglichkeit mehr. Ja, leider. Durch Turkmenistan zu fahren ist theoretisch möglich, aber man bräuchte ein Auto und einen Guide. Und das ist uns einfach zu teuer. Und Afghanistan wäre auch noch eine Option gewesen, aber das war uns einfach wirklich zu unsicher. Und ich als Frau dürfte da jetzt auch zurzeit gar nicht Fahrrad fahren. An dem Tag, wo wir eigentlich schon ein Flugticket buchen wollten, kam uns dann doch irgendwo noch eine andere Option in den Sinn. Und zwar mit dem Bus und Zug durch Russland nach Usbekistan. Wir waren ganze 5 Mal auf der russischen Botschaft und haben mit wirklich absurden Unterlagenstapeln und ein 3 Tage Transitvisum bekommen für Russland, für dieses riesige Land. Das heißt, wir hatten nur 72 Stunden und wenn alles mit Bahn und Bus planmäßig verlaufen wäre, dann wären wir 71 Stunden im Land gewesen. Wir konnten ja auch gar keine Tickets schon im Voraus buchen. Das ist das Nächste. Weil durch die Russland-Ukraine-Situation ja Russland aus dem Bezahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wurde. Deswegen waren Online-Buchungen gar nicht möglich. Und sowieso gar keine Tickets in der Hand zu haben, ja, das war echt eine Katastrophe, weil dieser eine Zug, ne, der fährt halt maximal einmal die Woche. 1 Stunde vor Abfahrt haben wir nochmal die Busfirma angerufen, ob der Abfahrtsort stimmt, wo wir stehen. Und die meinten dann so, ja, ach so, nee, der Bus, der fährt gar nicht. Und wir haben wirklich so oft nachgefragt, weil das war unsere größte Sorge. Katastrophe, Schweißausbruch, wir mussten das Land sofort rein, weil das Visum ja startet. Ja genau, wir hatten ja nur diese festgelegten 72 Stunden. Zum Glück haben wir uns dann echt Armeen den Arsch gerettet und die haben die Busfirma zur Ratte gemacht am Telefon, dass sie uns irgendwie noch einen Ersatzbus organisieren. Da wurden wir irgendwo hingefahren in einen Bus, der völlig woanders hinfuhr nach Russland, aber Hauptsache nach Russland. Hauptsache rein das Land. So, nach 20 Stunden Busfahrt und einer schlaflosen Nacht stehen wir jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Also die Busfirma, ey, boah, schiebt gerade ein bisschen den Hass, aber wir werden, denke ich mal, gleich die Polizisten fragen, ob sie uns ein Taxi rufen können, weil wir haben hier kein Internet. Und ja, Taxi dann nach Pyatigorsk. Dann 17 Uhr heute, also in 8 Stunden fährt er im Bus nach Wolgograd. Und dann keine Ahnung, ob wir da Zugtickets bekommen. Aber wir zweifeln gerade ein bisschen, was wir hier machen, ey. So, ich hocke hier jetzt hinten. In Kartons drin. Hans ist vorne. Alles klar bei dir? Ja, alles gut. Ich wollte hier gut rein. Vorteil, klein zu sein. Und jetzt lassen wir uns mal da reinbringen. Also mit Rädern zu Du reisen. musst Navigation machen, ne? Weiß er nicht wohin. Okay, wir halten mal ganz kurz fest. Der erste Bus kam nicht. Der zweite Bus ist kaputt. Aber vielleicht hat er ja repariert. Was für eine Mühle. Wir dachten uns schon so, okay, was ist das für eine alte Karre? Was ja egal ist, Hauptsache sie fährt und jetzt fährt sie halt nicht mehr. Und ja, die ganze Zeit stinkt es halt hinten voll nach Abgas, weil das irgendwie da durchkommt. Das Abenteuer geht weiter. Selbst Busfahren ist Abenteuer. Wir sind zwar keine Busexperten, aber gesund klingt das nicht. Und auch das sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Wieder eine Sache mehr gelernt. In Deutschland hätte schon jeder Zweite rumgenängelt, inklusive mich, warum kein Ersatzbus kommt nach 2,5 Stunden. Aber ja, Hier sind alle optimistisch, dass Dann- die ist schon dabei. dann schweißen sie halt bis am Bus rum. Und ich habe versucht, da die anderen zu fragen, so hey, kommt ein zweiter Bus, wisst ihr das? Die haben also gemeint, so, hey, wieso, die fixen das jetzt. Alter Vater.
Also die Anreise war ja schon echt kräftezehrend genug. Wir sind jetzt in Wolgograd, hier im Bahnhofshotel. Da sind die Fahrradkartons und alle Taschen und sowas. Und ich habe gerade einen Polizeieinsatz ausgelöst. Polizeihund mit der Managerin hier und keiner spricht ein Wort Englisch. Kurzfassung, wir mussten zweimal gehen vom Busbahnhof bis hierher, also einmal mit den Fahrradkartons, wo wir eine Stunde für gebraucht haben, und die ganzen anderen Taschen. So. Die ganzen anderen Taschen haben wir als erstes gemacht, haben es dann in die Bahnhofshalle gebracht und das zweite Mal mussten wir halt mit diesen riesen Taschen gehen, was echt lange gedauert hat, weil wir echt oft abstellen mussten, durch Kontrollen durch mussten und sowas, aber wir haben uns echt beeilt, so gut wie es ging. Erstmal haben wir irgendeinen Fahrstuhl, einen Alarm ausgelöst oder sowas, was wir nicht mitbekommen haben, weil, keine Ahnung, der darf irgendwie nicht benutzt werden. Und zweitens waren die Taschen halt lange in der Halle gestanden, was die irgendwie stutzig gemacht hat. Das heißt, wo wir mit den Kartons angerückt sind, kamen die halt uns und haben mich quasi mit abgeholt, was wir hier wollen, warum die Taschen da oben stehen und sowas, haben mich halt quasi in ein Verhör mitgenommen. Aber es haben es irgendwie nicht so richtig verstanden und haben mir gefragt, warum bist du hier? Ich so, ihr habt keine Wahl gehabt, ich musste zweimal gehen, es ging nicht anders. Dazu müssen wir noch sagen, dass wir eigentlich mit dem Taxi von der Busstation bis zum Bahnhofshotel fahren wollten und dann wären wir eben mit allen Taschen gleichzeitig dort angekommen. Ja, aber die ältere Generation von den Russen war echt nicht so erfreut, uns Deutsche zu sehen. Ihr könnt euch denken, warum. Und die Taxifahrer wollten uns aus Prinzip schon nicht mitnehmen. Auf jeden Fall war eine Situation, dass das Telefon klingelt ist von der Managerin mit "Mein Herz brennt". Und ich so, Rammstein. Und das hat echt mal die Situation aufgelockert, ne? Weil vorher waren die extrem böse zu mir, die haben mir irgendwie nicht geglaubt und was wir hier wollen und warum wir hier nur 3 Tage Visa haben. Und ich so, keine Ahnung, wir haben kein anderes bekommen. Und Rammstein hat mir echt ein bisschen den Arsch gerettet, weil die waren so böse, dass ich ihre Mittagspause kaputt gemacht habe und sonst was. Aber wie in jedem anderen Land, es gibt immer solche und solche. Also gerade noch von der Polizei entführt, jetzt haben wir gerade die zwei echt coolen Russen entdeckt. Er kommt von Moskau, er kommt hier von Wolgograd und ja. Er hat gesagt, er zeigt uns jetzt was. Sind wir gespannt drauf. Ja, wo geht's jetzt hin? Ja, Valentin und Mischa haben uns dann irgendwo hocken sehen und die meinten nur so, was zum Teufel macht ihr hier? So, weil momentan gibt es ja gar keine Touristen da in der Gegend. Und wir sind dann einfach mit denen in ihren BMW eingestiegen und irgendwo hingefahren. Die letzten 2 Tage war so viel schief gelaufen, dass wir dachten, hey, wir lassen uns jetzt einfach mal treiben und schauen, wo es uns hinbringt. Ja. Wo sind wir hier gelandet? Hast du gedacht, so eine halbe Stunde, dass wir an dem Birnbaum stehen und dran rütteln? Wir I don't know how it should work. I don't know either. I think you should climb it. Yeah, Die Oma hat gerade gesagt, dass wir den Birnbaum schütteln sollen, damit wir ein paar Birnen bekommen, aber er weiß auch nicht, wie es geht. Es geht los. Das ist gut. Wir sind dann nämlich zuerst zur Oma von Valentin gefahren, um mal so einen ganz anderen Einblick von Wolgograd zu sehen. Oh ja. So, das nennt man hier Datscha, also ja, kleine Häuschen, so ein Gartenhäuschen. Da haben wir gerade einen Birnbaum geschüttelt. Und jetzt stehen wir hier drin, die Babuschka von Nuniv, die Oma, oder? Verbringt halt sehr viel Zeit hier. Und interessant, irgendwie eine Zeitreise zurück in die Sowjetunion, hat er selber gesagt. Und, Hier wird alles gesammelt, was irgendwie alt ist. Да, с внуком я тут сплю. Да. Где? Ну тут сушу. Chai? Чай, да. it's means. Wir wurden dann noch von Valentins Familie nach Hause eingeladen zum Kuchen. In eins von diesen typischen russischen Wohnblocks, die überall stehen. Und dann ging es in die Shisha-Bar.
und wir direkt erstmal in den VIP-Bereich gelenkt wurden, wo wir dachten, okay, wo geht's jetzt wieder hin? Diese Shisha-Pfeifen sollen wohl die besten der Welt sein. Wir beide sind aber absolut keine Shisha-Bar-Gänger und haben uns dementsprechend angestellt. Am Abend konnten wir in die Geschichte dieser Stadt eintauchen, denn Wolgograd, ehemals Stalingrad, ist historisch eine unglaublich wichtige Stadt. Im Zweiten Weltkrieg verloren die Deutschen eine oder sogar die entscheidende Schlacht gegen die Rote Armee der Sowjetunion, was heute als Wendepunkt dieses Krieges gilt. Das ist echt beeindruckend, gell? Man fühlt sich gleich als Deutscher so ein bisschen verantwortlich für das Ganze, obwohl man natürlich daran irgendwo keine Schuld hat, weil war ja vorher in einer Zeit, aber was sie da erzählen, halt, was die Deutschen da gemacht haben, ne? Und wie viele Leute gestorben sind, das ist die blutigste Schlacht überhaupt gewesen in der Welt, laut deren Aussage, aber erzählen es halt mit sehr viel Emotion. Ist absolut interessant, schön und furchtbar, dieser Ort zur gleichen Zeit. Ne? Was für ein Glück, auf diese Menschen getroffen zu sein. Ohne sie hätten wir diesen Einblick nie bekommen und hätten auch einen ganz anderen Eindruck von unserem kurzen Aufenthalt in Russland gehabt. Чита прибудет в 12 часов 42 минуты на 4-й путь. Нумерация вагона. Wie schaut es denn hier aus? Ich dachte, das ist ein richtig gemütlicher Schlafzug, weil wir jetzt 50 Stunden Zug fahren. Ja. Ich meine, hey, die nehmen uns mit, das ist echt ein Riesending. Obwohl wir zu großes Gepäck haben vermutlich. Aber zum Glück haben wir heute Morgen noch so extra Gepäck gekauft, das war glaube ich der Brecher. Und ich habe gesagt, ja Mama Usbekistan, Mama Usbekistan. Ja, man muss halt manchmal ein paar Argumenten irgendwie. Wir denken halt, wir haben jetzt noch 2 große Fahrradkartons und jetzt müssen wir noch Das ganze Gepäck holen. Heimlich. Heimlich geht da nicht, Heimlich aber geht nicht. Wir haben alles im Zug. Alles unter den Sitzen. Auf ein paar schlaflose Nächte. Gott sei Dank. Jetzt ist mir alles egal. es ist jetzt gerade das erste Mal, dass der Hans die Räder auspacken muss. Ich bin weggeschickt worden. Ja, wir haben ja nichts zu verstecken eigentlich, aber es ist doch eine ungute Situation. Bloß nicht die Kamera fallen lassen, Alter. Jo, wir haben jetzt mal kurz angehalten. Irgendwo in Kasachstan. Ist schon faszinierend, die Steppe, ne? Nichts, da ist einfach nichts. Border? Border? Ja, Lieder? Border? Ihr fühlt ja nicht, wie warm es hier gerade ist. Ich schätze mal so kühle 35 Grad. Liegt hier einfach Wurst rum. Спасибо. Was will Anja? Zum Glück haben wir jetzt hier irgendwo Wasser gefunden und konnten noch mit Rubel zahlen, weil wir hatten jetzt natürlich noch keine Möglichkeit, in kasachisches Geld umzuwechseln. So viel dazu, dass jetzt ja nichts mehr schief gehen kann, wenn wir im Zug sitzen. Wir haben gerade eine Pause gehabt oder halt einen Stopp. Und dann haben wir halt so gefragt, ob es da auch was zum Einkauf gibt. Und dann meinen die so, ja, da weiter hinten. Und dann der Zugführer, nein, mach nur, das geht sich schon aus, das geht sich schon aus. Auf einmal haben alle richtig Panik geschoben, so, alle rein, schnell alle rein. Der Hans war noch nicht aufzufinden.
dem anderen eingefallen, nee, der Tourist, also der Hans, der ist ja doch einkaufen. Also, Tourist, Tourist, dann sind die anderen wieder zurückgelaufen. Ja, auf jeden Fall ist der Hans dann irgendwann zum Glück rausgekommen. Ist er noch easy neben dem Zug hergejoggt, bis ich irgendwann geschrien habe, du musst jetzt schon rein, nicht erst bei uns. Ich hab gar nicht gecheckt, weil jetzt waren auch Menschen einkaufen in dem Ding, ich weiß nicht. Ja, das werden wahrscheinlich nicht alle mit dem Zug fahren, die auf dem Bahnhof rumstehen. Und einmal musste ich halt den fahrenden Zug aufspringen. Ja, der ist schon echt losgefahren. Weil Ich der hab so Nick, Chips, Keks und Bananen gekauft und ich so reingeschmissen und gehechtet. ja, weil der nächste Zug kam schon von hinten, deswegen haben die so Panik geschoben. Das war jetzt echt eine aufregende Minute, wo wir auf den Hans gewartet haben. Auf der GoPro sind die nicht zu erkennen, aber wir haben gerade Kamele gesehen. Ein Traum wird wahr, die Kamele. Wir sterben so weg hier. Oh, wir sind jetzt 1,5 Stunden oder so gestanden wegen Passkontrolle. Sicher die 6., die wir haben. Jetzt von Kasachstan nach Usbekistan und jetzt kommt noch eine, also nach Usbekistan rein. Alter Schwede. Es waren gerade wirklich ungelogen 50 Grad im Zug. Es hat keiner ausgehalten hier, alle sind so am Sterben gerade gewesen. Und jetzt, wo der Zug wenigstens fährt, sind es nur noch die 40 Grad. Ich finde es immer noch so heiß. Wenn man mal einen Kopf aus dem Zug hält, dann kommt ein richtiger Heißluft entgegen. Ja. Aber es ist alles besser als stehen bleiben. Boah. Aber es gibt Kamele. Ja, es gibt Kamele. Kamele. Endlich Kamele. So, wie isst man denn überhaupt in so einem Zug? Wir sind hier jetzt gerade im Essenswaggon und da das Essen relativ günstig ist, haben wir jetzt halt mal richtig zugeschlagen. Echt geil. Das ist so eine Art Risotto. Usbekisches Risotto. Mit so Kichererbsenzeugs und sowas. Echt lecker. Mega. Und ja, hier kommt mal abend ein bisschen zusammen, plaudert mal ein bisschen. Die Pommes hier, die Werke hinter mir, selber gemacht. Voll cool. Boah, es ist so heiß. Ich würde gerne schlafen, aber ich glaube nicht, dass ich gerade noch schlafen kann. Also die letzte Nacht ging ja noch, aber jetzt sind wir halt wirklich voll in der Steppe drin. Alter. Es hat die ganze Nacht so aufgeheizt. Ja. Und es geht halt auch nicht unter 30 Grad, ne? Die ganze Nacht ist halt so ölig, eklig. Die Betten sind halt voll dreckig, weil so wie Staub reinweht und das klebt alles, Alter. Weißt du noch nach der zweiten Nacht, wie viel Sand in diesem Zug war? Ja. Ich hatte beim Schlafen den Mund offen und ich hatte einen halben Sandkasten da drin. Ja, es hat so geknirscht in den Zähnen. Augen, Ohren, Nase, es war alles voller Sand überzogen. Widerlich. Es wird jetzt draußen immer düniger, also immer mehr Sand und es ist so heiß. Wenn ich die Hand aus dem Fenster raushalte, ist es wirklich wie ein Föhn. Also, das ist crazy. Gestern war es ja so, dass mittags dann irgendwann echt unerträglich wurde oder nachmittags, weil wir stehen blieben. Heute ist echt, jetzt ist 10:30. Oh, es ist schon so heiß. Was soll man da machen? Fühlt sich wenigstens ein bisschen nach Erfrischung an. Das ist gerade echt nicht lustig. Also beim Stehenbleiben immer, das ist echt. Also. Guckt euch das mal an. Hier ist echt einfach nichts außer Wüste. German. Ich will keinen Fetzen kaufen. Nee. Nee, spasiba. Die nerven ein bisschen. Seit Usbekistan Jeden sind Tag alles mehr. Verkäufer hier drin. Ja. Sie wollen Schmuck verkaufen und Wurst.
Die stinkt. Lauf nicht mit ihrem blöden Räucherfisch rum. Den können sonst wohin schmieren. Immer, wenn dieser Zug steht. Ich zeige euch nur mal, wie mein rechtes Bein schwitzt gerade, ja. Seht ihr das Glänzen? Seht ihr diese Pfütze da unten? Das ist so crazy. So ekelhaft. Ja. Aber es sind 50 Grad drin in dem Zug. Es ist einfach nicht aushaltbar. Ich weiß, wir haben es schon echt ein paar Mal gesagt mit der Hitze, aber es geht langsam so auf den Sack nach 3 Tagen. Und dann hatten wir es fast geschafft. Nach 54 Stunden im Zug kommen wir in Samarkand in Usbekistan an. Wir sind da. Lass mal einschlagen. Ja. Juhu. Yes. Fahrt überlebt. Ja, jetzt haben wir hier die 2 fetten Pakete. Das dauert jetzt auf jeden Fall ein bisschen, um es alles so auszupacken, zusammenzustellen und sowas. Aber hoffentlich ist alles ganz soweit. Ja, werden wir schon hinkriegen. Aber wird langsam dunkel. Boah, wir haben gerade eingegeben in Google Maps, aber es gibt es einfach nicht, das Hostel. Jetzt fahren wir halt der Polizei hinterher. Mal gucken, ob die eine Idee haben, aber die kennen es auch nicht. Da wir mit dem Fahrrad weiter Richtung Tadschikistan fahren werden und somit eher weniger von Kirgisistan sehen, wollen wir eine Woche lang Kirgisistan mit dem Mietauto erkunden, um auch dieses Land besser kennenzulernen. Und mit dabei Hans Mutter Silke, die uns hier besucht. Intensiv gefilmt haben wir dabei nicht, weil wir die Zeit mal ohne Kamera zusammen verbringen wollten. Aber hier ein paar Highlights von diesem wunderschönen Land. Wir sind jetzt hier in Kirgisistan angekommen mit meiner Mama. Hallo YouTube. Hallo. Ja, das ist eine Kamera. Ja. Und ja, verbringen jetzt eine Woche, Und traumhaft schön. Woche Urlaub nach 5 Tagen Fahrt bis hierher, was echt krass geklappt hat. Aber meine Mutter hat den Flug nicht bekommen. Meine Mutti. Meine Mutti. Meine Mutti hat den Flug nicht bekommen, aber jetzt ist ein Tag später hier und wir machen uns echt ein paar schöne Tage, oder? Ja. Genau. Ich glaub's gerade echt nicht. Ich glaub's einfach nicht. Wie nah wir gerade an wilde Kamele dran sind. Und ein weißes Kamel habe ich noch nie gesehen. Wow. Es ist nur ein zutrauliches Kamel, ne? Die andere nicht so. Ich dachte erst, da kommt wegen die Kinder, weil ich bei die Kinder war. Wir haben 5000 Kilometer im Fahrrad geschafft. Mit nur 2 Platten. Und jetzt fahren wir hier 2 Tage. 2 Tage. Und ja. Versicherung abgeschlossen. Endlich zahlt sich eine Versicherung mal aus. Oh, wie süß. Essenszeit in der Jote. Das machen sie echt richtig gut. Boah, ja, herrlich. Und es ist echt lecker, ne? Hier riecht's übelst nach Knoblauch.
Ich weiß nicht, wie viele Zehen da drin sind. Also unser Jurde hebt heute ab. Jetzt geht's nach Lackmann, das ist das hier, mit so Nudeln, mit so Gemüsezeugs, ganz traditionell hier. Und Soljanka. Oh, Soljanka. Ist das geil. Coole Sache hier, ne? Super. Richtig coole Hütte hier. Mal gucken, wo es morgen hingeht. Ich freue mich. Ja. Ich und der Hans fühlen uns ganz wohl auf unserem Pferdchen. Ich und Mama. Die Silke hat noch ein bisschen Probleme. Endlich wieder auf dem Radl. Ja. Die Woche Roadtrip meiner Mutter war echt ziemlich cool. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass Kirgisistan noch so wild ist. Ich hätte wirklich gedacht, das ist schon einiges touristischer. Zumindest in den Gebieten, wo wir halt waren. Es geht Richtung Tadschikistan. Und dann haben wir echt ziemlich wilde Pläne. Da sind wir echt gespannt, Ich habe Angst. ob das alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Keine Ahnung, wir versuchen es einfach mal. Heute steht auf jeden Fall noch ein bisschen Sightseeing auf dem Plan. Wir sind hier gerade in Samarkand. Ich glaube, die zweitgrößte Stadt in Usbekistan. Und verdammt schön, also wir finden sie richtig schön. Die ganzen Türme, Moscheen und sowas. Ja, nehmen wir euch mal ein bisschen mit. Für uns war Samarkand wirklich so ein Ort wie aus einem Märchen, oder? Ja, wie bei Aladdin oder sowas, ne? Ja, total. Also wirklich eine der schönsten Städte, in denen wir waren. Aber jetzt kann es endlich losgehen. Wir sind in Zentralasien und das, was jetzt kommt, das wird unglaublich.